Kundenverständnis ist insofern ganz wichtig, weil die grafische Branche von ihren Gesamtkennzahlen in der Regel abweicht von anderen produzierenden Unternehmen. Ja, das heißt, die Bilanz einer Druckerei, einer Buchbinderei, eher bei den Druckereien, weicht ab zum Beispiel von einer Tischlerei oder einem metallverarbeitenden Unternehmen. Das muss man erklären können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass über dieses Refinanzieren, also das Geld am Geldmarkt einkaufen, völlig egal wie das passiert, die Bankenregeln reinkommen. Aktuelles Beispiel sind die sogenannten ESG-Regeln. Das ist eine Aufgabe, die sich die EU-Staaten gestellt haben, zukünftig auch im Finanzierungsbereich auf Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit etc. zu achten. Das wird über die Banken, letztendlich dann auch über die Leasinggesellschaften, an die Kunden herangetragen. Und das Ganze passiert in einer Perspektive von 2 bis 5 Jahren für alle. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, diesen Kontakt zu haben, aber auch die Informationen fließen zu lassen an die Kunden, weil für Finanzierungsvorhaben in der Zukunft mit Sicherheit etwas andere Spielregeln, möglicherweise auch Vergünstigungen ins Spiel kommen werden über diese sozusagen nationalen Regeln, über die internationalen Regeln, die über die Finanzierungswelt in die produzierende Welt geleitet werden. Da wir ein inhabergeführtes Unternehmen sind, können wir uns den Luxus nicht leisten, den sich institutionelle Finanzierungsanbieter leisten, im Zweifel ein Engagement auszubuchen. Das wollen wir auch nicht, das entspricht auch nicht unserem Geschäftsmodell. Wir möchten den Kunden schon begleiten, darum hatte ich eingangs gesagt, haben wir diesen starken Beratungsansatz. Und der wird natürlich insbesondere jetzt ganz wichtig, wo eben sich quasi über Nacht Spielregeln ändern. Und zwar massiv, ohne dass das einer vorhersehen konnte. Also ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, der in seiner Bank in der Sanierung ist, wo ihm die Bankdame vorgehalten hat, er habe seinen Sanierungsplan nicht eingehalten. Jeder Plan basiert auf Annahmen. Und wenn die sich plötzlich radikal ändern, weil ein Virus auftritt, weil ein Krieg erklärt wird etc., dann ist so ein Plan halt eben einfach mal falsch. Das kann dann passieren. Darum ja auch das Strategische. Wenn man eine Strategie hat, kann man seinen Plan schneller anpassen an die neuen Begebenheiten, hat eventuelle Reserven eingeplant für den Fall, dass was Unvorhergesehenes passiert. Und da verstehen wir uns als Partner beim Kunden, weil wir glauben, dass das insbesondere für mittelständische Kunden in der Zukunft immer wichtiger wird, dass eben nicht Going Concern geplant wird, sondern eben tatsächlich bezüglich eines mittelständischen Unternehmens, das das Thema hat, Mitarbeiter binden zu wollen, Fachkräfte gewinnen zu wollen, also ein attraktiver Arbeitgeber sein zu wollen und eben auch eventuell eine Nachfolge anstrebt, vielleicht im Rahmen der Familie etc. Und da kommt auch das Thema zusammen, Strategie generell und Investitionsstrategie, ja, weil das spielt dann schon eine große Rolle. Das ist ganz entscheidend. Und da kann ich das am Beispiel König & Bauer sehr einfach erklären. Wenn ein Kunde investiert im grafischen Bereich, dann, und das ist auch eine der Besonderheiten, geht es sehr schnell um sehr viel Geld. Also da sind ein paar Millionen Euro ganz schnell ausgegeben. Das ist eine Investition im wahrsten Sinne. Und dann geht es um die Werthaltigkeit. Eine Leasinggesellschaft guckt sich die Kundenbonität an und die Objektbonität. Und die Objektbonität wird maßgeblich natürlich durch den Hersteller beeinflusst. Ja, und dann muss es halt und sollte es ein solides Unternehmen sein, das solide Produkte verkauft. König & Bauer, ältester Druckmaschinenhersteller der Welt. Das ist dann natürlich ein ganz angenehmer Partner, weil man das hervorragend erklären kann und auch verkaufen kann. Das ist einfach, wie man so schön sagt, eingetragene Trademark. Ich breche das mal ganz einfach runter. Ich habe früher eine Bogen-Offset-Druckmaschine finanziert und dann wurde die über 8 bis 10 Jahre finanziert. Heute kann keiner mehr sagen, was in 8 bis 10 Jahren für ein Markt ist. Also empfehle ich eine Leasingfinanzierung mit einer Laufzeit von vielleicht 5 Jahren, 60 Monate. Das kann man noch relativ gut überschauen mit einer erhöhten Schlussrate, Restwertleasing, wie auch immer. Das kann man alles später in die Verlängerung bringen, wenn der Markt sich bestätigt, oder man kann schneller reagieren. Das bedeutet natürlich, man muss seine Bilanzpolitik möglicherweise diesen Gedanken anpassen. Und da können wir sehr gut bei begleiten und sehr gut bei helfen. Denn auch das ist klar, nicht investieren in Zeiten wie heute ist genauso schlecht wie vorher. Das bringt einen auch nicht weiter. Man verraucht seine stillen Reserven, die man angeschafft hat durch die vorherigen Investitionen und bringt sich vielleicht in prekäre Lage. Dann sollte man doch lieber darüber nachdenken, ob man vielleicht seine Bilanzpolitik umstellt und wieder das gute alte Leasing hinzuzieht.